Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und heute ist Lukas Schönberg zu Gast. Wir sprechen darüber, was man bei der Wahl einer Auslandskrankenversicherung alles so wissen muss. Das ist ja für Expats genauso wichtig wie für digitale Nomaden, weil ja normale Krankenversicherungen deren Bedürfnisse meistens nicht gerecht werden. Lukas stellt sich uns aber erstmal selbst vor. Erstmal danke für die Einladung und ich bin der Lukas, bin Versicherungsmakler, habe mich auf die digitalen Nomaden und auch auf die Expats spezialisiert, die nicht mehr den Wohnsitz in Deutschland haben. Und ich unterstütze diese erstmal bei der Abmeldung, wenn es jetzt in Deutschland dann wirklich losgeht, bis dann auch dann in die Umsetzung, wenn es dann wirklich dann soweit ist, wo sie dann einen ordentlichen Versicherungsschutz im Ausland brauchen. Sehr schön. Jetzt vielleicht schon mal die erste Frage. Warum ist denn aus deiner Sicht eine klassische Krankenversicherung oder eine Auslandsreiseversicherung für einen digitalen Nomaden nicht ideal? Warum braucht es spezielle Anbieter? Also im Endeffekt ist es so, dass eine Reisekrankenversicherung ist an sich nur begrenzt, für einen begrenzten Zeitraum. Das können zum Beispiel bis zu 56 Tage sein, kann aber auch ein Jahr sein. Auf jeden Fall, die ist dann begrenzt. So, und dann, wenn das einmal begrenzt wurde, und auch ausgereizt ist, dann kann man in der Regel dann sich nicht mehr nachversichern. So ist es zumindest in den Bedingungen festgelegt. Und es geht auch darum, dass, wenn man ja dann im Ausland ist, will man ja auch einen guten Krankenversicherungsschutz, wo auch viel übernommen wird. Man will ganz normal zum Arzt gehen können, zu einer Voruntersuchung, dass das Ganze bezahlt wird. Und deswegen, damit das halt übernommen wird, gibt es halt internationale Krankenversicherungen, die halt, ähnlich sind einer deutschen privaten Krankenversicherung. Aus den Gründen. Klingt spannend. Jetzt ganz konkret, was leisten solche spezialisierten Krankenversicherungen mehr? Speziell für die Bedürfnisse von digitalen Nomaden oder einfach Menschen, die vielleicht auch aus geschäftlichen Gründen bewusst ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben? Es kommt ja dann erstmal darauf an, wohin geht überhaupt die Reise. Ist man zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union, verlagert quasi seinen Wohnsitz in ein anderes Land, was in der EU ist, dann ist ja erstmal das staatliche Gesundheitssystem quasi dafür da, in dem jeweiligen Land. So, und dann gibt es aber halt unter anderem dann die internationalen Krankenversicherungen, die halt direkt schon ab dem ersten Euro zahlen. Weil die meisten Systeme, also Gesundheitssysteme, in der EU, die sind halt nicht, sonderlich gut. So, wenn wir jetzt darüber hinausgehen, auf andere Länder dieser Welt, dann gibt es dort nicht mal annähernd so eine Versicherung direkt entweder vom Staat oder direkt vor Ort, die halt überdurchschnittlich viel leistet. Wenn wir jetzt mal an irgendwelche asiatischen Länder denken, dort ist halt der Krankenversicherungsschutz, den man vor Ort bekommt, halt echt gering. Und genau halt für solche Menschen ist halt das halt dann da, dass, wenn man in ein anderes Land geht, dass man halt auch versichert wird und halt auch darüber hinaus. Also man wechselt dann vielleicht mal den Wohnort mal wieder oder man reist. Dann ist das alles mit versichert und das ohne extrem große Einschränkungen. Was spricht denn aber eigentlich genau dagegen, die deutsche Krankenversicherung nach dem Auswandern einfach weiterlaufen zu lassen? Und ist denn das überhaupt erlaubt? Also im Prinzip ist es erlaubt. Das ist an sich jetzt kein Thema. Nur zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die gesetzliche. Die leistet dann halt nicht überall und auch nicht im vollen Umfang. Angenommen, ich gehe jetzt zu einem Arzt in Spanien. Vielleicht anhand eines Beispiels, das ist vielleicht einfacher zu erklären. Ich bin jetzt in Spanien, will jetzt zum Arzt gehen, muss behandelt werden. So, dann kann die gesetzliche Krankenversicherung hergehen und sagen, hier, pass auf, die Behandlung war zu teuer. Wir bezahlen nur so viel, wie die Behandlung auch in Deutschland gekostet hätte. So. Und da fängt es ja schon an. Es wird dann halt nur ein gewisser Teil dann halt genommen.
So. Also ergibt es zumindest, was jetzt leistungstechnisch anbelangt, keinen Sinn. Bei der privaten ist es etwas anders. Ja? Die private sagt schon, okay, wir versichern weltweit, aber dann auch nur in einem begrenzten Rahmen. So. Ja, also man muss tatsächlich auch Sondervereinbarungen treffen, wenn man jetzt diese private Krankenversicherung länger als ein Jahr zum Beispiel haben will. Und dann gibt es dann halt auch einen deutlichen Mehraufschlag. Und man muss dazu sagen, viele deutsche private Krankenversicherungen sind jetzt auch in dem Gesundheitssystem oder in den Gesundheitssystemen weltweit halt nicht so vertraut und können nicht so besonders gut helfen. Sie können helfen, aber nicht so richtig gut, wie die internationalen Krankenversicherungen das halt können. Ja. Aber halt auch aus, Kostengründen ergibt es keinen Sinn, bei der gesetzlichen zu bleiben, und dann halt bei der privaten dann halt auch eher weniger. Noch ein bisschen darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast. Was sind denn eigentlich jetzt so aus deiner Erfahrung die häufigsten Fälle? Wann braucht denn ein digitaler Nomade, also ein Mensch im Ausland, eigentlich so eine Versicherung? Also was hast du da erlebt? Was sind da so für typische Krankheiten, Unfälle, wo dann die Auslandskrankenversicherung greifen muss? Wo sie auf jeden Fall greift, ist dann gerade, wenn das in Richtung so Schwangerschaft geht. Ja, wenn man Mutter wird. Ja, aber das fängt halt schon bei kleinen Sachen an. Ja, das fängt bei Zahnbehandlungen an oder bei Augenbehandlungen, wenn es jetzt um das Lasern geht. Ja, das wird häufig genutzt. So, und dann natürlich halt für Unfälle. Ja, also das passiert schon häufiger, ja, dass Unfälle auch passieren, wenn man halt unterwegs ist, ja, so auch für digitale Nomaden, und dann halt viele Vorsorgesachen, ja, aber es gibt jetzt nicht, sage ich mal, so die extremen Fälle, ja, wo jetzt gesagt wird, okay, das, ich sag mal, eine Verstopfung oder zum Beispiel oder irgendetwas mit dem Darm an sich, ja, oder mit dem Herz oder was auch immer, das gibt es jetzt explizit jetzt nicht. Es sind hauptsächlich eher so die kleinen Sachen, beziehungsweise dann halt diese Notfälle. Hierzu erfrage ich jetzt einen besonderen Fall noch etwas genauer. Kommt mir gerade noch ein Gedanke, du hast ganz am Anfang mal was mit erwähnt, dass zum Beispiel unter anderem im Ausland ja auch so eine Behandlung wie Augenlasern durchgeführt werden könnte. Als ich gefragt habe, was machen so typischerweise Mandanten von dir oder digitale Nomaden, die du so betreust im Ausland, was nehmen sie in Anspruch? Also ist es in der Tat so, dass so eine Therapie oder eine Behandlung wie eine Augenlasern tatsächlich von so einer Auslandskrankenversicherung übernommen wird, bezahlt wird? Ja, also im Prinzip so Augenlasern, das geht halt nur einmal während der ganzen Versicherungsdauer. Ja, also ich sage mal, wenn man die Versicherung jetzt wirklich vielleicht so 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre dann halt hat, geht es halt wirklich dann nur einmal. So, und das ist auch gar kein Thema. Ich meine, manche private Krankenversicherungen in Deutschland machen das auch, ja, aber nicht alle, kommt dann halt auch immer wieder auf die Gesellschaft an, ja, und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Gesellschaften bei internationalen Krankenversicherungen, die das übernehmen. Interessant, spannend. Gibt es jetzt irgendwelche Dinge, die generell ausgeschlossen sind, häufig bei den Auslandskrankenversicherungen, wo ich aufpassen muss, was also jetzt generell nicht mitversichert wird? Ja, das ist dann halt erstmal im Prinzip die Pflegeversicherung. Ja? Also alles, was mit Pflege zu tun hat, wird halt so nicht versichert. Ja? Das kennen auch viele Länder der Welt so nicht. Ja? Was wird halt nicht übernommen? Es wird, ich sag mal, genauso viel übernommen, vielleicht manchmal sogar mehr als bei einer PKV, wenn man eine gute hat. Ja? Aber der einzige große Ausschluss ist halt tatsächlich dann diese Pflege. Ja? Man bekommt auch so halt alles, was man halt auch in Deutschland bekommen würde, jetzt an Leistungen. Ja? Man kann eine Chefarztbehandlung bekommen, man kann ein Einbettzimmer oder Zweibettzimmer bekommen. Besondere Behandlungen wie von einem Heilpraktiker. Ja, all das ist dann möglich. Ja, und manchmal ist sogar bei den Heilpraktikern, bei gewissen privaten Krankenversicherungen in Deutschland ist es zum Beispiel nicht versichert. Ja, und bei der gesetzlichen in der Regel sowieso nicht. Nochmal nachgefragt, ganz im Detail. Also viele digitale Nomaden, wenn sie im Ausland unterwegs sind, reizen bestimmte Extremsportarten, sagen wir mal
Klettern oder Extremski, Reiten, Tauchen, wie auch immer. Bei einer Auslandskrankenversicherung, so wie du sie jetzt empfiehlst und wie du sie kennst und vorstellst, ist es immer drin. Also wenn man da auch einen Unfall hat, zum Beispiel bei so einem Extremsport vielleicht. Ich gehe das mal vorsichtig an. Ja? Es wird immer darauf Wert gelegt, dass man das natürlich jetzt im besten Fall nicht macht. Wenn natürlich jetzt ein Unfall passiert, dann ist das an sich versichert. Ja? Manche fragen sogar nach, ob man sogar ein extremes Hobby halt hat. Ja, was jetzt zum Beispiel Tauchen ist oder Fallschirmspringen oder sonstiges. Die fragen dann halt nach und dann kann es durchaus dann auch zu einer Beitragserhöhung dann halt kommen. Ja? Aber es gibt jetzt keinen expliziten Ausschluss. Okay. Noch eine Frage, muss ich denn die Versicherung im Idealfall beantragen, bevor ich das Land verlasse? Oder kann ich auch erst das Land verlassen, mir irgendwo einen Wohnsitz suchen und dann überlege ich mir so nach und nach, was machen wir denn jetzt mal mit der Versicherung? Oder was empfiehlst du dazu? Beides ist möglich. Also empfehlenswert ist das, wenn man jetzt tatsächlich jetzt in Deutschland zum Beispiel ist und man verlässt das Land, kann man das schon in Deutschland machen. Ja, da gibt es quasi dann einen fließenden Übergang. Ja, und dann ist das Ganze halt erledigt. Ja, man kann das ja auch in die Zukunft datieren. Na, wenn jetzt bekannt ist, man meldet sich jetzt zum 31.12. halt ab, ja, und ist dann zum 1.1. woanders, dann kann man die Versicherung ja noch in Deutschland abschließen, greift dann aber erst ab dem 1.1. So, und das empfehle ich halt auch immer, wenn es möglich ist. Wenn jetzt jemand aber schon im Ausland ist, dann ist es nach wie vor noch möglich. Das ist alles gar kein Thema. Jetzt muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Expats und den wirklichen, echten digitalen Nomaden, oder? Also es gibt da jetzt Menschen, die ins Ausland gehen, weil sie vielleicht vom Arbeitgeber dahin geschickt werden oder weil sie selber in irgendeinem anderen Land ein Business starten wollen oder sich entscheiden, im anderen Land zu leben. Und dann gibt's digitale Nomaden, die eigentlich heute noch nicht wissen, wo sie in 3 oder 6 Monaten sind. Also sie bleiben einfach gerne in einem Land, solange wie es ihnen dort gefällt, und dann gehen sie ins nächste oder sind vielleicht zu bestimmten Jahreszeiten in einem Land, dann in einem anderen Land. Jetzt die Frage, macht es bei so einer Auslandskrankenversicherung den Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel 3 Monate nur in einem Land ist und dann weiterreist oder ob man mehrere Monate am Stück oder vielleicht sogar Jahre am Stück dort bleibt? Das macht schon einen Unterschied. Ja? Gut, bei Expats muss man erstmal sowieso sehen, oder beziehungsweise ja, bei Expats, die jetzt halt für einen kurzen Augenblick vielleicht sogar auch nur entsendet wurden. Das gilt dann vielleicht nicht mehr direkt als Expats, aber wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, okay, du gehst jetzt ins Ausland, ja, das ist eine Entsendung, ja, dann muss sich ja sowieso dann erstmal der Arbeitgeber drum kümmern, in der Regel. Ja. Wenn jetzt aber jemand sagt, okay, er ist jetzt ein Expat, er geht wirklich dann in ein anderes Land und bleibt halt auch dort, dann ist das schon ein Unterschied im Vergleich zu einem digitalen Nomaden, weil es gibt dann halt verschiedene Tarifzonen. So. Und diese Tarifzonen müssen halt demzufolge halt auch versichert sein. Also wenn jetzt ein Expat in einem Land ist, nehmen wir jetzt mal vielleicht Montenegro. Ja, geht jetzt nach Montenegro, dann ist er halt in der Tarifzone versichert, wo halt Montenegro auch drin ist. Ja, das sind auch noch ein paar andere Länder noch mit drin, ja, und ist dort versichert. So. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel, also ein digitaler Nomade, ja, der ist jetzt auch in Montenegro, nehmen wir gleich das Gleiche, will dann aber nach Japan, so, und dann vielleicht nach Israel und dann vielleicht nach Russland, ja, dann ändert sich dann halt schon etwas. Ja, bedeutet also, er hat definitiv immer einen höheren Beitrag, weil halt mehr Tarifzonen versichert werden müssen. Veranschaulichen wir das einmal an einem konkreten Beispiel. Was passiert, wenn jemand in Montenegro eine Auslandskrankenversicherung hat, aber beschließt, dann nach Japan weiterzuziehen? Was sollte er tun? Und was würde passieren, wenn er nichts unternimmt und seinen Umzug der Versicherung einfach nicht meldet? Okay, also in Ländern, die jetzt nicht versichert sind, also da gehe ich immer von der Tarifzone halt aus, weil die ist dann entscheidend. Ja. Nehmen wir Montenegro, er ist jetzt in Japan. So, dann ist er in Japan nur für 6 Wochen und nur für Notfälle versichert. So, das heißt, er kann jetzt nicht einfach so zum Arzt gehen und sagen, hier, ich will mich jetzt einfach ganz normal untersuchen lassen, ja, eine Vorsorgeuntersuchung, sondern das muss tatsächlich dann halt schon akut sein. Also wenn ich jetzt dann dort bin, ja, bin ich erstmal 6 Wochen für Notfälle versichert. Wenn ich länger dort bleibe, muss ich der Versicherung dann Bescheid sagen oder dann halt dem Makler, wie auch immer. Ja, und dann wird es halt angepasst. Kann ich abgelehnt werden eigentlich? Also ich kann es zu einer Ablehnung dann führen, wenn ich das Land verlasse? Sie dann sagen, nö, das machen wir jetzt nicht mehr?
Im Prinzip nicht. Es gab vor gar nicht allzu langer Zeit, das war ein Land im Mittleren Osten, ja, was dann gesagt hat, bestimmte Versicherungen akzeptieren wir hier nicht mehr. Und die haben dann halt für die Menschen, die halt dort gelebt haben, haben die dann halt die Versicherung dann halt gekündigt. Ja? Aber das ist dann halt immer abhängig, sage ich mal, etwa von einem Staat. So, das sind tatsächlich nur Einzelfälle. Ich habe bisher das so einmal nur gehört und mitbekommen, dass das so passiert ist. Aber jetzt explizit, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, wird da jetzt nicht zwingend abgelehnt. Nein. Generell, vielleicht nochmal die Frage, weil wir gerade bei Ablehnung und Kündigung sind oder Veränderung des Vertrages. Kann ich, das hört man ja manchmal so von privaten Krankenversicherungen auch an anderer Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel zu teuer bin in der Behandlung, kann ich denn dann gekündigt werden? Also ich bin jetzt im Ausland, hatte einen Unfall, der Unfall war teuer. Kann mich jetzt oder muss ich mit dem Risiko rechnen, dass mich jetzt diese Auslandskrankenversicherung kündigt? Also in den meisten Bedingungen, ja, von den Gesellschaften, mit denen ich zum Beispiel direkt zusammenarbeite, gibt es keinen Vermerk, ja, dass wenn man, jetzt übersetzungsgemäß, wenn man zu teuer wird, dass man da rausgeschmissen wird. Also das gibt es nicht. Ja, halt wie gesagt, nur in dem Fall wird man gekündigt aufgrund gesetzlicher Regulatorien, ja, aber nicht aufgrund, weil man zu teuer wird. Aber natürlich muss man auch bedenken, es gibt ja auch eine Maximalsumme an Erstattungen pro Jahr. So wird natürlich die dann überschritten. Klar, dann muss man es dann halt selbst zahlen. Ja, also den Rest, was darüber hinausläuft, aber sonst wird man dann nicht rausgeschmissen. Okay. Wie sieht's aus, wenn wir hatten ja jetzt zum Beispiel vor knapp 2 Jahren da diese Corona- oder Covid-Pandemie, die uns ja heute noch beschäftigt, was ja dazu geführt hat, dass in vielen Ländern zum Beispiel das Auswärtige Amt empfohlen hat, nicht mehr das Land zu bereisen, beispielsweise vielleicht sogar Botschaften empfohlen haben, jetzt redet man nicht nur über Covid, sondern vielleicht auch über andere Katastrophen, wie vielleicht Erdbeben, vielleicht wird das Land auch unsicher, weil es vielleicht kriegsähnliche Zustände gibt. Und jetzt würde das Auswärtige Amt oder die Botschaft empfehlen, das Land zu verlassen. Hat das Auswirkungen auf eine Krankenversicherung? Nein, also ich meine, wenn das Land jetzt mit versichert ist, gibt es da jetzt keinen Ausschluss oder man ist da jetzt nicht versichert. Natürlich ist auch da immer die Empfehlung, sage ich mal, und da kümmern sich auch fast alle internationalen Krankenversicherungen dann auch drum. Wenn man das Land verlassen muss, aufgrund von gewissen Empfehlungen, Umständen, ja, vielleicht sogar Ernstfällen, ja, tatsächlich, dann unterstützen die dann sogar auch noch, dass man da leicht wieder rauskommt. Ja, aber das ist jetzt kein direkter Ausschluss. Um jetzt das Thema auch auf den preislichen Rahmen einer Auslandskrankenversicherung zu lenken, betrachten wir mal den Standardfall einer Familie, die auswandern möchte, und nehmen dazu auf der einen Seite Thailand als Beispiel für die, die es weiter wegzieht, und als europäisches Land nehmen wir Malta. Also in Thailand, da ist natürlich dann immer die Frage, wie alt sind erstmal die Eltern und wie alt ist das Kind? Ja. Beim Kind kann man, je nachdem dann auch, wie hoch die Selbstbeteiligung ist, ja, und so weiter, kann man, ich sag mal, 100 bis 180 pro Kind ungefähr kann man rechnen. Und dann für die Eltern kommt es dann halt drauf an. Ja, sind jetzt die Eltern zum Beispiel 35, ja, beide vielleicht, dann sind das, wenn sie jetzt richtig gute Leistungen haben wollen, sind das vielleicht pro Person 350, 400 vielleicht circa. Kann aber natürlich variieren, wenn man dann noch eine Selbstbeteiligung dann halt noch mit rein haben will. So, das gilt jetzt für Thailand. So, für Malta kann es tatsächlich in einem ähnlichen Rahmen sein. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen teurer. Ja, also sind es vielleicht nochmal auf die Gesamtsumme gesehen, ja, für Kind und Eltern vielleicht nochmal 150 € mehr. Aber das ist immer ganz schwierig pauschal zu sagen, weil es kommen ja natürlich dann auch noch die Gesundheitsfragen noch mit dazu und die sind ja dann auch noch mit entscheidend. Okay, jetzt ist sehr, sehr häufig, wenn man sich so einen Antrag anschaut für eine Auslandskrankenversicherung, ist da explizit erwähnt, außer USA. Also offensichtlich schießen die Tarife ja in die Höhe, sobald man sagt, ich gehe jetzt in die USA. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären? Woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass halt die Gesundheitskosten in der USA verdammt hoch sind. Ja? Die sind weltweit mit am teuersten, ja, oder am höchsten. Ja, gilt jedoch aber auch ähnlich in Puerto Rico zum Beispiel. Ja, das ist auch mit immer in so einer teuren Zone da letztendlich mit drin, wo ähnliche Kosten herrschen. Und das halt aufgrund dessen, weil halt alles dort viel, viel teurer ist in diesem Bereich. Ja, dort, wenn jetzt eine Operation vielleicht am Darm vielleicht so 15.000 bis 20.000 kostet in Deutschland, ja, kann das Ganze dort schon mal locker das Doppelte, Dreifache oder Vierfache kosten. So. Und deswegen sind die Preise dort halt viel höher und natürlich berechnet das dann halt die internationale Krankenversicherung dann halt noch mit ein. Jetzt haben wir über europäische Länder gesprochen, über das, nennen wir es mal normale Ausland, über die USA als teures Ausland. Gibt es denn Länder, die generell nicht versichert werden? Also wo man sagt, wenn du in dieses Land gehst, dann gibt es keine Auslandskrankenversicherung für dich. Wir gehen jetzt natürlich von einem deutschen Staatsbürger mal aus, oder zumindest von einem europäischen Staatsbürger. Ja? Es gibt natürlich Konstellationen, die jetzt nicht funktionieren. Ja? Zum Beispiel ein Chinese in China zu versichern geht nicht. Ja? Oder bei manchen Versicherern, jeder legt das ein oder andere bisschen spezieller aus, ja? Zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja? Da ist es an sich so, dass die Versicherungen spezielle Anforderungen erfüllen müssen. Ja, das gibt quasi dann das Ministerium vor und das muss erfüllt sein. So. Es gibt Versicherer, die erfüllen das. Es gibt Versicherer, die erfüllen das nicht. So. Und der eine Versicherer schaut dort halt stärker drauf und der andere halt dann aber auch wieder nicht. Also im Prinzip ist das so das einzige Land, was jetzt vielleicht auch relevant ist, wo es schwieriger ist, eine Versicherung zu bekommen, wobei das aber am Ende des Tages rein in der Praxis gesehen, man muss ja immer Theorie und Praxis trennen, in der Praxis ist es kein großer Akt, ja, das dann ordentlich anzupassen, das ist kein Thema, aber im Prinzip ist das halt so das einzige Land, die Vereinigten Arabischen Emirate. Okay. So, jetzt wohne ich in Monaco, Montenegro, Malta, wo auch immer, oder in Thailand, habe eine Auslandskrankenversicherung und komme jetzt nach Hause zu Besuch und bleibe ein bisschen länger. Was muss ich beachten? Wie lange bin ich versichert? Wenn ich jetzt, oder was kann ich tun, ganz konkret, wenn ich zum Beispiel länger dann zu Hause bliebe? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man wieder in das Heimatland zurückkehrt, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ja, wenn man da zurückkehrt, ist man 6 Wochen versichert. Es gibt Möglichkeiten, dass man auch länger versichert ist, ja, aber 6 Wochen ist immer so das, ich sage mal, das Maximum, ja, und die 6 Wochen gilt halt immer pro Kalenderjahr, so, oder Versicherungsjahr eher gesagt, ja. Wenn man natürlich dann länger in Deutschland ist, ja, dann ist man halt nicht versichert. Ja, aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie gesagt, das zu verlängern, ja, dass man sagt, okay, man geht jetzt schon in die Richtung 6 Monate tatsächlich. Aber da muss man extrem aufpassen, ja, und dass das Ganze vielleicht nicht zwingend am Stück dann auch ist. Ja, also dass man die 6 Monate am Stück dann in Deutschland verbringt. Jetzt, weil wir gerade den Bogen geschlagen haben zum Ich bin zurück zu Besuch, dehnen wir den Bogen mal ein bisschen weiter aus. Also nehmen wir an, ich habe vor, generell nach Deutschland wieder zurückzukommen. Vielleicht weiß ich das auch schon in dem Moment, wenn ich ins Ausland gehe, Monate oder ein paar Jahre. Ich möchte wieder zurück nach Deutschland. Gibt es dort spezielle Dinge zu beachten? Ja, also im Prinzip kann man ja dagegen, oder ich sage mal, vorsorgen. Ja, wenn man weiß, man geht jetzt ins Ausland, ist es vielleicht eine gewisse Zeitspanne, ja, die man definiert hat, und geht wieder zurück, dann kann man ja eine Anwartschaft halt abschließen. Lukas muss uns jetzt aber doch noch etwas genauer erklären, was die sogenannte Anwartschaft eigentlich ist. Also eine Anwartschaft ist, ich sag mal, der Eingang, der einfache Weg, wenn man wieder zurück will, ja, weil da nimmt einen die Versicherung, wo man quasi vorher war, wo man in Deutschland noch gelebt hat, nimmt die einen einfach wieder auf, ohne Probleme. So, das gilt für beide, privat und die gesetzlichen. Bei der privaten gibt es ja noch Unterschiede. Ja? Da gibt es noch eine
große Anwartschaft und eine kleine. So. Dort unterscheidet sich das Ganze noch einmal im Beitrag, was man dann halt während der Zeit dann halt zahlt. Also eine Anwartschaft generell muss man immer bezahlen, ja, solange man die Anwartschaft dann halt hat. So. Und da ist es dann halt so, man wird halt wieder genommen, wie man halt vorher letztendlich war. Also es wird quasi konserviert. Ja, der Gesundheitszustand, wie er vorher war, ja, und dann halt auch dann das Alter. So, und so kommt man einfach wieder rein. Wenn man keine Anwartschaft hat, dann kann es problematischer werden. Und dann kommt es halt auch noch auf den Beruf an, den man hatte. War man vorher in Deutschland freiwillig gesetzlich versichert, geht ins Ausland, kommt wieder zurück, muss einem die gesetzliche Krankenversicherung, obwohl man dort freiwillig gesetzlich versichert war, muss die einem nicht wieder aufnehmen. Und dann kann es dann sein, dass man dann zu einer privaten Krankenversicherung gehen muss und man dort in den Basistarif kommt. Also Basistarif ist quasi der schlechteste Tarif, den man haben kann, egal bei welchem Versicherer, der einfach die gesetzliche abbildet, aber dann halt auch verdammt teuer ist. So. Und mit so einer Anwartschaft kann man halt vorsorgen, dass man halt leicht wieder reinkommt. Also ich bezahle, ich bin jetzt Monate oder Jahre aus Deutschland weg, bin hier aus meiner Krankenversicherung, habe da gekündigt, bin da ausgetreten und bezahle dennoch jeden Monat einen Betrag, damit, falls ich wieder mal zurück will, ich da wieder rein könnte zu günstigen Bedingungen. Was kann ich mir da vorstellen? Was muss ich da monatlich ungefähr bezahlen? Also bei der gesetzlichen sind es rund 60 Euro, ja, 60 bis 70 Euro pro Monat. Bei der privaten Krankenversicherung, bei der kleinen Anwartschaft, ja, sind das ca. 10% vom ursprünglichen Beitrag. Und bei der großen Anwartschaft sind es ca. bis zu 25%, die man halt da einzahlen muss. So, und in der Regel kann man sich ausrechnen, zahlt man für eine private Krankenversicherung vielleicht so 600 bis 800 Euro im Monat. So, und da kann man dann halt ausrechnen, ja, letztendlich ein Viertel, wenn man jetzt die große nimmt, was man dann halt noch monatlich zusätzlich zu seiner internationalen Krankenversicherung, die man dann halt hat, noch zahlen muss, um dann halt wieder reinzukommen. Das ist heftig, muss man einfach mal so sagen. Also Gesundheit ist, das ist leider so, Gesundheit ist nicht billig, ne? Ja. Gesundheit ist teuer. Ja, jetzt noch eine Frage, gibt es vielleicht eine Altersgrenze? Also bis zu welcher Altersgrenze ist denn so eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll oder wird man überhaupt akzeptiert? Es gibt Gesellschaften, die sagen bis zu 65, also bis zum 65. Lebensjahr. Und dann gibt es halt auch welche, die sagen, okay, bis zu 75. Ob sich das Ganze natürlich dann auch finanziell dann halt lohnt, weil dann sind wir dann locker schon im 4-stelligen Bereich pro Monat. Und dann natürlich, je älter man auch ist, ja, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man schon etwas hatte, ja, gesundheitlich, was vielleicht auch jetzt schon etwas größer war. So, und spätestens dann gibt es ja auch dann noch, entweder wird es ausgeschlossen oder es gibt enorme Beitragszuschläge. Gibt es denn eigentlich Länder, wo du jetzt Mandanten empfehlen würdest, also wenn du in dieses Land gehst, kommst du besser, du schließt dort eine lokale Krankenversicherung ab, weil die auch gut ist oder viel, viel günstiger ist zum Beispiel? Also es gibt viele Länder, wo es zumindest das günstiger ist, ja, gerade so im südamerikanischen Raum, ja, Mittelamerika, Lateinamerika, wo das dann halt günstiger ist, aber leistungstechnisch dann halt schlechter. So. Und hier wird halt dann so eine Brücke geschlagen, halt mit so einer internationalen, halt beides so zu kombinieren. Ja? Also was heißt zu kombinieren, aber man hat dort halt deutlich mehr Leistungen, ja, wo man dann auch vor Ort dann nutzen kann. So. Und man muss dann halt auch immer sehen, wenn man dann im Ausland dann halt lebt, wirklich dort dann auch der feste Wohnsitz ist, wie leicht kommt man dann halt in diese, ich sag mal, gesetzliche oder ähnliches vor Ort dann halt rein. Ja, und was sind dann halt die Voraussetzungen dann dafür? Das muss man halt noch mit beachten, aber im Prinzip günstig, so Mittel-Südamerika, Lateinamerika. Gut, jetzt hast du noch vielleicht zum Schluss eine Empfehlung für digitale Nomaden oder jemand, der plant, seinen Wohnsitz ins Ausland zu verlagern. Was möchtest du solchen Menschen mit auf den Weg geben? Also ich meine, man kann nicht in die Zukunft sehen. Ja? Jedoch sollte man sich wirklich dann Gedanken machen, ob es wirklich nochmal vom Vorteil ist oder ob es sich ergibt,
in Zukunft nochmal nach Deutschland zurückzukehren. Weil sowas muss halt sauber geplant sein, gerade auch in Bezug auf diese Anwartschaft, weil das ist schon dann wichtig. Ja, wenn man darauf nicht achtet, kann es im schlimmsten Fall dann wirklich in die Hose gehen, ja, rein finanziell und dann halt auch leistungstechnisch, wenn man wieder zurückgeht. Also man sollte sich dessen wirklich bewusst sein. Sonst gibt es jetzt keine großen Sachen, auf die man halt achten muss. Ja, man sollte sich halt schon, bevor man letztendlich ausreist, halt damit beschäftigen. Das ist klar. Ja, im besten Fall dann auch schon den Abschluss getätigt haben. Aber sonst ist alles recht einfach, entspannt machbar. Ja. Klasse. Ja, dann kommen wir vielleicht zu einer ganz wichtigen Schlussfrage noch. Wie können Interessierte dich erreichen? Unter der Website www.weltweitversichert.com können mich die Interessenten finden. Ja, da steht auch nochmal alles nochmal so schwarz auf weiß, was überhaupt so möglich ist. Ja, können wir dann ein gemeinsames Gespräch letztendlich vereinbaren, auch alles digital. Und genau, über diese Seite ist dann das alles möglich. Okay, klasse. Dann vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen.